Dies ist ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, da ich bis heute diese seltsam kritischen Aussagen höre und das selbst von Profis. Unity ist eine schlechte Engine und viele Spiele beweisen, dass Unity eindeutig schuld ist an der Qualität von vielen dieser Spiele. Das hört man häufig. Es gibt sogar Leute, die aus Prinzip keine Spiele spielen, weil sie mit Unity erstellt wurden. Und auch große Technikkanäle wie Digital Foundry haben häufig Unity die Schuld für diverse technische Defizite gegeben. Und das alles ist, zumindest meistens, riesiger Humbug. Also wird's mal Zeit, ein wenig aufzuräumen und zu erklären, woher diese Probleme wirklich kommen. Und am Ende schauen wir uns nochmal an, was wirklich scheiße an Unity ist. Unitys bestes Jahr war 2009. Anfang 2009 wurde Unity 2.5 veröffentlicht. Mit dieser Version konnte man endlich den Editor auch auf Windows-PCs verwenden. Vorher war es bereits möglich, Windows-Programme erstellen zu lassen, der Editor selbst war aber nicht für Windows verfügbar. Ende 2009 mit Unity 2.6 wurde angekündigt, dass die Basisversion der Engine kostenlos sein wird. Bedeutet, jeder kann sich Unity runterladen, Spiele entwickeln und diese dann auch verkaufen. Es war das Schlauste, was Unity Technologies machen konnte, denn dadurch haben Unmengen an Leute weltweit angefangen, die Engine zu nutzen. Heute ist Unity-Entwickler ein ganz normaler Beruf geworden, da es genau diese Entscheidung war, die zum Durchbruch verhalf. Aber wisst ihr, was das Problem ist, wenn alle ein professionelles Tool für die Spielentwicklung nutzen können? Dass die nie im Leben ein Spiel veröffentlichen sollten, es dennoch tun. Stellt euch vor, jemand würde mit dem Zeichnen anfangen und dann direkt sein erstes Bild verkaufen wollen. Er hat sich extra dafür diese neuen Supermarker-Stifte gekauft, die mega im Hype sind. Genau wie er haben auch andere gerade angefangen und sich auch diese Marker gekauft. Und plötzlich nutzen alle dieselben Stifte. Und alle Bilder sehen aus wie Müll. Sind dann die Marker schuld? Ich denke nicht. Nichts anderes ist es hier. Nur wenn man weiß, wie man ein paar Modelle zusammenwürfelt, ein paar Skripte schreibt und das in eine EXE verpackt bekommt, heißt es nicht, dass man weiß, wie man ein Videospiel macht. Und so wurden wir dann beglückt mit der ersten Welle an schlechten Spielen, die Unitys Namen prägten. Und zwar die Simulationsspiele. Kennt ihr die noch? Sie waren lange ein richtiger Hype und sie alle waren Müll. Sie alle liefen wie Grütze, selbst auf High-End-PCs und sie alle wurden mit Unity erstellt. Normalerweise bekommt man ja nicht wirklich mit welcher Engine ein Spiel gemacht wurde, aber da kommt der Haken. Wer Unity Basic verwendet, der hat immer das Unity-Logo, sobald das Spiel gestartet wird. Es ist immer dieselbe langweilige Animation und ist bei jedem Spiel gleich. Das Unity-Logo wurde damit eher so eine Art Brandmark, damit ihr weiß, dieses Spiel wurde mit der kostenlosen Version von Unity gemacht, bereitet dich auf Müll vor. Denn klar, es ist ein Vorurteil, aber ernsthaft, wenn das Unity-Logo am Start erscheint, ist die Chance sehr hoch, dass das jetzt kommende Spiel nicht gut ist. Der Grund ist nämlich derselbe, warum mehr qualitativ hochwertige Spiele mit der Unreal Engine erstellt werden. Wer Ahnung hat eben auch das Geld für Unity Pro oder nutzt Unreal. Unreal ist weitaus nerviger zu lernen, da es dort nicht Millionen Tutorials gibt in allen Sprachen auf dieser Welt. Wer Unreal nutzt, weiß mehr als nur die Basics. Unreal ist das beste Komplettpaket für jeden, der genau weiß, was er tut. Deswegen nutzen auch viele Grafiker die Engine, um ihre Modelle und Szenen in Echtzeit zu rendern, da einfach alle wichtigen High-End-Shader direkt in der Engine eingebaut sind, die man dafür braucht. Aber ja, man muss viel Vorahnung haben. Und ebenso sagt Unreal, ihr müsst nicht unser Logo beim Start zeigen. Es reicht, wenn ihr es in die Credits reinpackt. Aber viele Unreal-Entwickler entscheiden sich bewusst dafür, es einzublenden, weil sie wissen, dass es mehr für Qualität steht als irgendetwas anderes. Unity kann viel. Mit Basic Unity kann man tatsächlich Spiele erstellen, aber um das meiste rauszuholen, muss man sich hart damit beschäftigen und in den meisten Fällen extra Geld investieren, da man ohne externe Tools kaum auskommt. Der Grund, warum es also so viele schlechte Unity-Spiele gibt, ist, dass die Einstiegsschwelle so niedrig ist, dass jeder halt damit Spiele erstellen kann, selbst Leute, die keine Ahnung haben, wie man Spiele wirklich macht. Und die werden dann halt knallhart veröffentlicht. Das Resultat sind Spiele, die ruckeln, die Bugs ohne Ende haben und dessen Game Design fraglich ist. Wenn jeder Zugang zu etwas hat, ist es klar, dass dadurch auch sehr viel häufiger Müll mitgemacht wird. Und kommen wir jetzt zu dem Punkt, der mich immer abfuckt, wenn über die typischen Probleme der Engine gesprochen wird. Dabei haben diese Probleme nichts mit der Engine zu tun. Ich glaube, das größte und bekannteste Problem sind Mikroruckler. Digital Foundry hatte diese des Öfteren mal in ihren Videos angemerkt und sie waren zuletzt erstaunt, dass die Mikroruckler in den neuen Spielen, gemacht mit Unity, weniger wurden, mit der Vermutung, dass die Engine wohl optimierter sei. Ja und nein. Natürlich gibt es viele Sachen, die über die Jahre optimiert wurden, aber in den meisten Fällen geht es dann darum, dass die Engine etwas übernimmt, worum sich eigentlich der Programmierer selbst kümmern sollte. Mikroruckler sind fast immer ein Problem mit dem Garbage Collector. Der Garbage Collector ist im wahrsten Sinne des Wortes die Müllabfuhr. Stellt euch vor, ihr spielt ein Spiel und es wird ein Text mit eurem Namen eingeblendet, den ihr vorher ausgewählt hattet. Dieser Text wurde dann dynamisch erstellt, aus dem Satz, der vorher existierte und dem Platz, wo der Name eingefügt wurde. Da dies ein neuer Text ist, wird dafür Arbeitsspeicher verbraucht. Ihr drückt dann den Text weg
Und für euch verschwindet dieser, aber intern existiert weiterhin dieser Text im Arbeitsspeicher, da es ja sein könnte, dass man diesen Text nochmal braucht. Der Garbage Collector ist dann dafür verantwortlich, den Arbeitsspeicher regelmäßig zu leeren, indem er ungebrauchte Dinge endgültig löscht. Wenn ein Programmierer aber Mist baut, und glaubt mir, selbst Profis aus der Branche machen häufig sehr viel Müll, dann kann es sein, dass der Arbeitsspeicher hart mit unnötigen Sachen gefüllt wird. Wenn jetzt der Garbage Collector anfängt, den Speicher zu leeren, passiert das, was wir dann als Mikroruckler wahrnehmen, weil zu viel Müll gleichzeitig entfernt werden muss. Das passiert in Unreal, das passiert in Unity, das passiert in jeder Engine und in jedem Programm. Und wenn mal der Garbage Collector etwas nicht richtig sauber macht und zum Beispiel unser Text in Arbeitsspeicher unentdeckt bleibt und damit für immer im Speicher verweilt, halt ungenutzt, nennt man das Memory Leak. Denn ein Memory Leak ist immer dann, wenn in Arbeitsspeicher etwas abgelegt wurde und das Spiel nicht mitbekommt, dass es sich in Arbeitsspeicher befindet. Daher wird es auch nie entfernt. Und dadurch kann es halt passieren, dass der Arbeitsspeicher irgendwann voll ist. Es gibt so viele Garbage Collector Fallen, man könnte Stunden darüber reden, wie man seinen Code auslegen sollte und worauf man achten muss. Und genau deswegen passieren selbst Profis Fehler und deswegen laufen viele Unity-Spiele wie Rotz. Weil ein Anfänger, der das Wort Garbage Collector noch nie gehört hat, auch nicht weiß, wie man diese Probleme umgeht. Ganz nach dem Motto, läuft ja, also ist alles gut. Und wenn du dich als Programmierer entscheidest, halt die Unreal Engine zu verwenden, hast du höchstwahrscheinlich schon Vorerfahrungen mit C++ und anderen Programmiersprachen und weißt einfach über solche Sachen wie Garbage Collector Bescheid. Unity hat viele Sachen eingebaut, wodurch man als Programmierer sich um weniger Sachen Sorgen machen muss. Aber grundsätzlich, wenn etwas schlecht läuft, ist immer der Entwickler schuld, nicht die Engine. Genau wie ich mal gelesen habe, dass Leute sich über die ruckelnde Kamera in Disco Elysium beschwerten und einer sagte, dass das bei Unity-Spielen einfach normal sei. Und jeder fraß es und stimmte zu. Und ich mir dachte, wenn die Entwickler nicht den Unterschied zwischen Update und Fix-Update verstehen, kann die Kamera ruckelig wirken. Ja, ist aber nicht die Schuld der Engine. Ich meine, ich predige ja nun schon seit Jahren, dass immer der Entwickler schuld ist, nie die Engine und nie die Hardware. Und dabei gibt es ja richtigen Müll in der Unity Engine. Das Terrain-System zum Beispiel ist absoluter Müll und schon seit 8 Jahren komplett veraltet. Niemand, der ein vernünftiges Spiel erstellen will, würde es nutzen. Die HD-Render-Pipeline kann echt hübsche Sachen machen, aber meine Fresse ist das alles verbuggt und bockig beim Erstellen. Die Spiele laufen super damit, aber im Editor ist mal ein Crash oder ein nötiger Neustart des Editors komplett normal. Der Character Controller von Unity ist scheiße. Ernsthaft, ich glaube sogar ein Überbleibsel von Unity 1 und niemand, wirklich niemand verwendet ihn. Jeder programmiert seinen eigenen Character Controller von Grund auf neu mit der Physik Engine, weil der eingebaute so absolut unbrauchbar ist. Level additiv laden, also so, dass zum Beispiel ein Level in mehrere Teile aufgespaltet ist und geladen wird, je nach Bedarf, ist super umständlich und es fehlen vernünftige Features, um zum Beispiel eine richtige Open World machen zu können. Das Editieren von UI-Elementen ist ein Krampf und ich hasse jede Sekunde davon, wodurch häufig UIs entstehen, die selten in jeder Auflösung gut klappen, weil es unübersichtlich und clunky ist. Und zu guter Letzt, Unity ist heutzutage eine Art Lego-System, aber kein besonders gutes. Wer ein neues Projekt startet, muss erstmal im Package Manager alles Zusätzliche in sein Projekt importieren, was er halt so benötigt. Sei es nun Level-Design-Tools, ein Kamerasystem oder so Basic-Kram, wie dass man aus dem Sprite-Sheet einzelne Sprites rausschneiden kann. Wie ich sagte, Unreal ist ein Komplettpaket, das fehlt bei Unity. Zwar sind dadurch Unity-Spiele super kompakt, wenn man weiß, was man tut, aber wer wirklich alle Features nutzen will, muss sich endlose Texte und Dokumentationen anschauen, um diese überhaupt zu finden. Das heißt, es ist super einfach, ein simples Spiel damit zu machen, aber super schwer, ein vernünftiges Spiel damit zu machen. Aber ja, deswegen gibt es so viele schlechte Spiele, die mit Unity erstellt wurden und ich bin froh, dass unzählige Spiele zeigen, dass Unity nicht daran schuld ist. Nur wissen die meisten nicht, dass diese Spiele mit Unity erstellt wurden. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Vorurteile gegenüber Engines oder kennt ihr Leute, die das haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dieses Video kann es nur dank eurer Unterstützung geben. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, geht es am einfachsten via Patreon. Dort findet ihr auch die Tagebücher zu meinem neuen Spieleprojekt Project CF, sowie eine super Early Alpha zum Runterladen. Danke an alle, die mich dort unterstützen und ganz besonderen Dank geht raus an meine Top-Patrons namens Shiny, Steini, Nachtschatten, Telnir, Dragondeer, Mars 3000 SP, Mirksteff, Sumo von Turm, Jivat, Martin Gomez, Trendychock, Virus-Sun, Danoa, Krelek, Die wahre Keule, Legend495, Pixel Painter, Tease, Memeron, Neo127 und Talkson. Und klar, vielen lieben Dank für dich ans Zusehen und dass du so lange gewartet hast, dass jetzt hier wieder Videos kommen. Es kommen jetzt wieder Videos. Es geht weiter. Ich bin zurück, Baby. Yay!